Was für ein geiler Klappstuhl. Der Kentucky Stick Chair. Wer Gipfelholz schon länger verfolgt, der weiß, dass es dort eine Bauanleitung für mich schon mal gab mit kostenlosen Dateien zum Downloaden. Könnt ihr gerne noch mal anschauen. Aber mir fehlt an diesem Stuhl hier irgendwas. Nicht am Stuhl selber, sondern mir fehlt hier eine Ablage. Wie wäre es, wenn wir uns in diesem Stil einen Kentucky Stick Table bauen? Es ist einfach echt nur ein richtig cooler Stuhl. Ich möchte ihn nicht mehr missen. Jetzt aber erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und viele von euch da draußen, die kennen mich vielleicht von diesem Stuhl hier oder haben ihn schon nachgebaut, haben diese Bauanleitung schon gesehen. Solltet ihr das noch nicht gemacht haben, dann könnt ihr gerne noch mal schauen. Ich werde es euch in der Videobeschreibung unten oder oben noch mal einfach verlinken. Schaut noch mal drauf, gibt es auch kostenlose Baupläne zum Downloaden für diesen Stuhl. Heute geht es aber nicht nur um diesen Stuhl, sondern ich habe hier irgendwas vermisst. Und zwar, wenn ich jetzt hier schön gemütlich drin flansche hier in diesem Sessel, möchte ich gern irgendwas zum Abstellen haben oder ein kleines Beistelltischchen, das man aber nicht nur als Tischchen benutzen könnte, sondern auch als kleinen Hocker, Beistellhocker. Ja, wie nennt man das Ganze dann? Ich würde mal sagen Kentucky Stick Chair Table. Können wir einen kleinen Mix draus machen und darum geht es heute. Wir bauen uns heute einen Beistelltisch für diesen Kentucky Stick Chair, der dann einfach im Stil dazu passt. Und dort wird es auch wieder kostenlose Dateien geben zum Downloaden auf meiner Homepage. Dann findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung den Link auf die Homepage. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden mit der Bauanleitung jetzt einfach mal starten. Ich zeige euch einfach nur mal, was wir dazu benötigen. Ich werde dazu Douglasie benutzen. Der andere Rest steht alles dann in der Bauanleitung drin, die ganzen Materialien und so. Das wird alles in diesem PDF drin stehen. Schaut da einfach mal rein und lasst euch vor allem überraschen, wie geil der am Schluss dann ausschaut. Nicht euer Ernst, nicht euer Ernst. Mein Gott, der Bur ist einfach nur ein Depp. Gottes Willen, hey Leute, ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich habe nicht falsch gebohrt, ich habe falsch rumgegärt. Ich bin echter Depp und vor allem in der Zeichnung steht es richtig drin und ich habe es falsch rum gemacht. Mein Gott. Okay, was habe ich falsch gemacht? Das sind die kurzen Teile. Diese kurzen Teile sind ja die Tischfläche bzw. die Sitzfläche. Es muss eigentlich... Ich habe dort gegärt, wo die Bohrung ist. Die Bohrung gehört da aber nicht hin. Die gehört nämlich auf die andere Seite. Das spricht, die Bohrung gehört hier runter. Das sind diese 90 Grad hier. Die Bohrung ist hier und hier muss eigentlich gegärt werden. Denn bei den langen ist es genau so, dort wo die Bohrung ist, muss gegärt werden. Ich habe das ganz gleiche nochmal gemacht und das war natürlich falsch, obwohl es richtig in der Zeichnung steht. Mein Gott. Okay Leute, dass euch das nicht passiert, bitte achtet darauf, wie es in der Zeichnung steht. Ganz einfach. Okay, aber für diesen Stuhl machen wir das Ganze jetzt so. Ich mache da jetzt nochmal 2 neue Bohrungen rein. Die Mitte muss ja nochmal versetzt werden. Sprich, ich mache jetzt dann die Bohrung auf die andere Seite.
von der Gärung. Also diese Seite ist ja falsch, wo die Gärung ist. Deshalb kommt die Bohrung hier hinten hin. Und in der Mitte setze ich auch nochmal neu. Und ja, dann bauen wir trotzdem zusammen. Ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal neu zu machen. Bitte achtet darauf, auf die Zeichnung. Gut, ich möchte euch das Ganze zeigen, dass ihr nicht verwirrt seid und genau sagen, wie gebohrt werden muss. Ich habe ja auf jedem Stückchen angezeichnet beim Bohren, wo vorne ist. Nicht, dass dann irgendwo irgendwas ein kleiner Versatz ist und so wird immer richtig gebohrt. Also da habe ich mir angezeichnet, hier vorne, und beim Bohren habe ich das immer auf der Seite gehabt, wo ich dann praktisch das X sehe und habe dann dort gebohrt. Genau. Und jetzt habe ich genauso auch hier gemacht. Das heißt, ich habe hier das X vorne dran. Bei der Kapp- und Gärungssäge, die Kapp- und Gärungssäge habe ich ja auf die rechte Seite gestellt und habe dort die 37 Grad eingestellt. Das heißt, ich habe dann immer auf der gleichen Seite gesägt, gegärt im Endeffekt. Hier ist das X bei diesem kurzen Stück, die Platte oben, die kommt nach vorne, 37 Grad, zack, runter, alles gut. So, jetzt kommt es aber, was ich falsch gemacht habe, ich habe das Ganze dann so gemacht und habe dann hier gegärt. Das stimmt natürlich nicht. Also, was stimmt jetzt nicht? Diese Bohrung und diese Bohrung stimmt nicht, denn ich hätte so rumbohren müssen, gären müssen, dass praktisch das Loch auf der Seite ist, die Bohrung auf der Seite ist und ja, wie halt laut Zeichnung, mein Gott. Okay, also denkt euch diese zwei weg und so schaut das Ganze aus. Bei dem langen Stück ist es ja so, ich habe dann die Kapp- und Gärungssäge nicht verstellt. Das X ist jetzt Richtung Kappsäge, das heißt, ich sehe dieses X nicht und das kommt dann hin. Das ist richtig gegärt, das heißt, dort wo die Bohrung ist, wird bei diesem langen Teil, wird auf dieser Seite gegärt. Also ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden, aber es steht alles korrekt in der Zeichnung drin. So, jetzt achtet noch auf eins. Ich werde das Ganze nämlich noch mit dem Abrundfräser abrunden, die Ecken und Kanten. Und zwar müsst ihr jetzt aufpassen, welche Kanten ihr abrundet. Und zwar ist es jetzt bei diesen Sachen ein bisschen verschieden. Wir werden jetzt erstmal mit dem Kleinen anfangen. Da werden wir alle 4 Kanten werden wir mit dem 8er Radius, habe ich jetzt hier genommen, werden wir das Ganze nochmal abrunden. Zack, 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 einmal außen rum. Das hier oben nicht, diese Kante hier auch nicht, aber diese Seiten können wir definitiv einmal komplett außen rum auch nochmal abrunden. Bei diesem langen Stück ist es anders, da brauchen wir diese Seite nicht nehmen und diese Seite auch nicht nehmen, sondern wir werden einfach nur die langen Geraden, die werden wir auf allen 4 Seiten auch nochmal mit diesem 8er Radius Fräser abrunden. Abgerundet haben wir jetzt, schaut doch schon mal sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Und jetzt schaut's mal her. Ich habe schon mal die Latten so ausgelegt, wie das Ganze dann zusammengeschraubt wird. Das heißt, bitte achtet darauf, dass einmal zum Beispiel einmal die Richtung hier dran steht, dann einmal die Richtung, die Richtung, die Richtung, das und so weiter und so fort. So wird erstmal die lange Leiste ausgelegt. Auf der Seite ist es dann so, dass ihr das Ganze dann erstmal so hinlegt, dass es hier die 90 Grad Schnitt ist. Also praktisch der ganze Mal der 90 Grad Schnitt, dass ihr das hinlegt. Und da genauso genau das Gleiche. Das heißt aber, das machen wir es genau umgekehrt. Das fangen wir dann praktisch, da fängt es in die Richtung an und dort fängt es in die Richtung an. So legt ihr praktisch die Leisten dann auch wieder hin. Sprich, die andere Leiste liegt dann genau andersrum. Die liegt dann wieder so nach, dann wieder so, 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 so. Und so legt sie das Ganze erstmal aus. Wir müssen jetzt dann doch mal mit den ganzen Gewinden, das werde ich euch nochmal erklären, das ist ganz klar. Aber allerdings muss ich jetzt euch zuerst was erklären. Das müsst ihr nicht machen, das ist jetzt nur ein nice to have. Ich werde so Hülsenmuttern reinmachen. Das sind die hier mit diesen Imbusschlüsseln. Die werde ich reinmachen, die gefallen mir außen doch ein bisschen besser. Ihr könnt aber genauso auch solche Muttern nehmen da, ich weiß nicht, wie heißen die Endkappenmuttern da. Hä? Die könnt ihr genauso nehmen, aber wie gesagt, ich werde das verwenden. Jetzt ist es so, dass wir diese Hülsen ja erstmal reinmachen müssen oder reinbohren müssen und dazu nehmen wir praktisch diese Außenlatten.
Diese Außenlatten, dort bohren wir praktisch 1, 2, 3, 4 mal 2. Auf diese Seite auch nochmal müssen wir 8 Bohrungen setzen. Natürlich auch von der Tiefe der Hülsenmutter. Und dann machen wir dort, ich glaube, das ist ein 9er Hülsenmutter. Ich werde euch natürlich die Originalsachen, die ich jetzt überall verwende, natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr auch die richtigen Sachen habt, wenn ihr das natürlich einsetzen wollt. Sprich, wir müssen jetzt hier nochmal mit 9 aufbohren. Dazu ist es natürlich gut, wenn ihr dann das Ganze nicht versetzt, diesen Anschlag am Bohrständer nicht versetzt, damit ihr genau an der gleichen Stelle wieder bohrt. Ihr braucht ja bloß einen 9er Bohrer reinmachen, die Tiefe einstellen und die Hülsenmutter versetzen im Endeffekt. Das werden wir jetzt einfach noch mal schnell machen und dann werden wir weitergehen und ich werde euch noch weiteres erklären. Ach ja, und natürlich habe ich das hier geschlossen, meine Löcher außen. Da muss ich nicht die ganzen Leisten noch mal komplett neu machen. Mich stören jetzt diese nicht. Wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe das Ganze mit dem Zapfenbohrer gemacht. Das sind solche Zapfenbohrer, kann ich euch natürlich unten auch noch mal verlinken. Da könnt ihr euch einen Zapfen rausschneiden, vorbohren und dann passt der Zapfen exakt in dieses Loch hier rein. Natürlich habe ich das vorgebohrt, habe Zapfen reingemacht und habe es ein bisschen verschliffen. Also schaut es nicht mehr ganz so schlimm aus. Ja, das ist einfach meine Dummheit gewesen, dass ich da einfach meine eigene Zeichnung nicht lesen konnte und falsch gebohrt habe. Naja, egal. Aber ihr seht, ich habe das natürlich nur außen gemacht. Innen habe ich mir die Mühe natürlich nicht gemacht. Das sieht man dann eh nicht. So schaut das Ganze fertig gebohrt aus. Die Hülsenmuttern sind jetzt einfach schon mal drin. Mir gefällt es persönlich besser. Kann natürlich jeder entscheiden, wie er will, als diese Muttern hier mit der Endkappe drauf. Ja, kann jeder selber entscheiden, wie er will. Nächster Schritt wird sein, dass ich mir das Ganze jetzt einfach mal durchschleife. Also das heißt, ich werde es einfach nur mal diese ganzen Ecken und Kanten so ein bisschen noch mal abrunden, dass es einfach noch mal glatter ist und schöner ist. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ihr das Ganze lackieren könnt, ölen könnt oder einlassen könnt, das Holz. Je nachdem, wo natürlich euer Stuhl am Schluss stehen wird, ob er im Regen steht oder nicht im Regen steht. Ich würde es nicht empfehlen, das Ganze im Regen stehen zu lassen. Der wird auch nicht im Regen stehen, aber er kann bei mir feucht werden. Ich werde dazu mein Heliacare Bioöl nehmen. Das ist auch für Schutz und Pflege, auch für den Außenbereich gedacht hier. Das werde ich euch natürlich unten auch nochmal verlinken, aber ihr könnt es natürlich verwenden, was ihr wollt. Ich werde es aber nachher machen, wenn der Stuhl schon zusammengebaut ist. Das reicht bei mir auch komplett vollkommen aus. Aber ihr könnt es natürlich auch jetzt schon in diesem Schritt hier machen. Müsst halt dann schon ein bisschen warten, bis das alles durchgetrocknet ist. So, jetzt kommen wir zu einem Schritt und zwar wird es dann sein, das Ganze zusammen zu schrauben. Aber, jetzt kommt dieses Aber, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ihr baut es exakt nach Bauanleitung, exakt nach Zeichnung und ihr benutzt auch exakt diese gleichen Holzlatten. Sprich, die sind 44 breit, da ist jede 44 breit und ihr nehmt auch dann exakt diese Unterlegscheiben, das sind 18 mal 6,4 mal 1,6, also 1,6 Stärke. Das ist nämlich das Ausschlaggebende. Da kommt nämlich jetzt in zwischen jedes Holzstück noch eine 1,6 mm starke Unterlegscheibe rein. Deshalb wird der Stuhl auch breiter. Sprich, ihr könnt auch andere Latten verwenden, ihr braucht nicht diese 44 verwenden, aber denkt bitte dran, dass ihr dann die Gewindestangen nicht nach der Länge auf der Zeichnung oder im Bauplan absägt, sondern ihr müsst darauf achten, dass ihr genau, wenn ihr das genau nach dieser Länge macht, dann nehmt auch genau diese Materialien, die ich natürlich habe, sprich diese Hülse, diese Unterlegscheibe und auch exakt die Breite der Latten, 44 mm. Denn wenn ihr jetzt andere Maße habt, dann ändert sich natürlich auch die Breite des Stuhls. Sprich, ich werde euch jetzt zeigen, wie das funktioniert, wenn ihr andere Maße habt. Wenn nicht, könnt ihr das natürlich gern nach Bauplan machen. Also anfangen tun wir jetzt erstmal mit einer Gewindestange, das ist eine M6 und da werden wir jetzt auf einer Seite erstmal mit einem Schraubenkleber, da macht es der Schraubenkleber rein, kann ich euch unten auch nochmal verlinken. Und macht es dann erstmal die Hülse auf einer Seite im Endeffekt fest. Gut festziehen und trocknen lassen und dann können wir das Ganze im Endeffekt schon durchschieben durch die Hölzer und jedes Mal, wo wir zwischendrin, also wir fangen dann einfach mal bei den großen Latten, fangen wir jetzt einfach an, das Ganze durchzuschieben und überall setzt ihr praktisch noch eine Unterlegscheibe rein und das macht ihr dann zwischen jedem Holzstück und jetzt mache ich das mal und dann
sehen wir uns gleich am Ende. Und jetzt könnt ihr das Ganze hier vorne anzeichnen. Ihr zeichnet einfach jetzt die Gewindestange hier mit dem Edding an, nehmt dann nochmal so 3-4 mm ab und könnt das Ganze absägen, je nachdem wie tief natürlich eure Hülsenmutter auch ist. Und dann müsste es theoretisch passen. Müsst halt einfach nochmal gucken. Das macht sie jetzt 4-mal und dann können wir das Ganze schon zusammenschrauben. Der Nachteil ist natürlich, ihr müsst das Ganze jetzt wieder rausziehen. Wer aber gut ist, der zieht das Ganze raus, die Gewindestange, und die Unterlegscheiben bleiben genau an der Position. Ha! Das passt. Also ich kriege jetzt meine Gewindestange wieder direkt rein mit Unterlegscheiben. So, das habt ihr jetzt 4-mal gemacht. Enden mit Hülsenmutter drauf gemacht und festgeklebt mit dem Kleber, mit dem Holzkleber. Und jetzt schauen wir mal, ob ich durchkomme. Ja, Mann, schaut ganz gut aus. Ohne das Ganze nochmal neu zu mähen. Jawohl. Ja, da hinten klappt es jetzt nicht mehr. Einfach mal ganz durchstecken. So, und jetzt schauen wir mal, ob es dann passt. Passt. Gut, der nächste Schritt ist, wir fangen auf irgendeiner Seite einfach mal an. Das heißt, ich fange hier hinten an, da ist die Schräge so. Und jetzt nehmen wir die nächste Stange, gehen jetzt in das hintere Loch rein, ziehen diese Stange hoch, gehen wieder vor. Natürlich fehlt dann noch die Unterlegscheibe. Das müsst ihr natürlich dran denken, dass ihr überall eine Unterlegscheibe reinlegt und setzt das Ganze dann so an. Jawohl, Unterlegscheibe. Jetzt kommt die nächste Leiste. Und so macht ihr das Ganze jetzt durch. Das heißt, das wieder hoch machen. Dann wieder eine auslassen, die nächste. Das habe ich selber einen Fehler gemacht, seht ihr das? Natürlich muss das nicht dahin, natürlich muss die hier nach oben. Und die bleibt so. Also immer abwechselnd, also ihr wisst, was ich meine. Ich mache heute ganz schön viele Fehler, sage mal. Ich glaube, ich brauche Urlaub. Also ihr seht schon, was ich jetzt dazu meine. Wenn ich jetzt hier Unterlegscheiben habe, die dann einfach 2 mm stark sind, dann habe ich jedes Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 2 Zehntel und komme dann am Schluss ganz anders raus. Deshalb könnt ihr nicht mal nach Bauanleitung nehmen. Also genau die Stärke 1,6 und 44, dann passt es mit der Bauanleitung zusammen. Ansonsten müsst ihr das so machen, wie ich es hier gerade erkläre. Nächster Schritt wird sein, dass wir die Mitte machen von diesen Stangen. Und da können wir jetzt dann einfach wieder, wie gesagt, das Ganze unten mit der Beilagscheibe, Unterlegscheibe und das Ganze dann durchstecken. Und das macht sie, wie gesagt, bei jedem einzelnen Stückchen. Letzte Gewindestange und wir werden gleich sehen, ob wir relativ gut gearbeitet haben. Also das drehen wir das Ganze nochmal um. Könnt ihr dann einfach noch, ja, müsst ihr gar nicht festhalten. Wir müssen noch die letzte Gewindestange reinmachen und die ist einfach nochmal hier. Das machen wir das gleiche noch einmal. Die ganzen Unterlegscheiben mit reinnehmen, Hülsenmutter drauf und fertig. So. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob ihr exakt und richtig gearbeitet habt. Wenn nicht, wenn ihr unsauber gearbeitet habt, dann passt der Stuhl nicht, Leute. Also das müsst ihr wissen einfach. So, wir werden das Ganze jetzt einfach mal aufklappen, so aufstellen, reinklappen und jetzt gar nicht mal so schlecht. Also ich kann es euch gleich noch mal zeigen, aber das schaut doch schon mal richtig gut aus. Ebene Oberfläche. Das ist wichtig.
Jetzt schauen wir uns das Ganze von oben an. Ihr seht, es ist wirklich sauber gearbeitet, also relativ sauber. Leute, wir haben überall hier an diesen ganzen Hölzern, an jeder Bohrung, wir haben überall Toleranzen. Das müsst ihr einfach bedenken. Und wenn ihr da wirklich komplett unsauber gearbeitet habt, dann habt ihr hier riesen Spaltmaße oder das steht zu weit oben raus. Also das passt optimal. Wir klappen es nochmal ganz kurz auf ein bisschen. Und klappen es nochmal zu. Beachtet nicht die Löcher hier, gell? Die gehören hier nicht hin, die Bohrungen. Nur meine Dummheit. So, aber mich stören sie nicht. Perfekt, also das Wichtige ist, dass wir halt absolut hier schön eben sind. Und das sind wir. Perfekt. Leute, wir sind aber noch nicht fertig. Und zwar, wir müssen noch Füße hinbauen. Diese Füße, warum mache ich die jetzt erst? Ganz einfach, aus diesem Grund, wenn ich jetzt andere Maße habe ich euch ja gerade genannt, andere Unterlegscheiben, andere Maße von dem, mein Stuhl wird kleiner, man wird breiter, je nachdem, was ihr für Holz verwendet, ist es jetzt so, dass ihr natürlich den Fuß nicht nach Zeichnung sägen könnt. Hier habe ich die Zeichnung, wer genau nach diesen Maßen arbeitet, kann diese Zeichnung verwenden. Da stehen auch die Bohrmaße drin. Und ihr macht es jetzt aber so, wenn ihr praktisch nicht diese Längen habt, dann könnt ihr das Ganze einfach auslegen. Das Ganze messt ihr dann aus. Zeichnet das Ganze an, macht 2 Holzlatten der gleichen Länge, setzt die Bohrungen rein, wie sie rein gehören. Es sind in der Zeichnung vermaßt. Wenn nicht, macht sie einfach hier ein Strichchen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich setze da unten Schrauben rein. Also ich baller da einfach mal durch. Ich bohre davor und baller dann hier eine Schraube rein. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr Bock drauf habt, natürlich nur, wenn ihr Bock drauf habt, das Ganze noch schön mit Flachdübelfräse und sonst irgendwas verdübeln. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Das dauert einfach zu lang. Deshalb setze ich da einfach 4 Bohrungen rein und macht das Ganze. Das heißt, diese Seiten, die unten sind, da setzt ihr die ganzen Sachen an und die Seiten, die oben sind, 2 Latten, macht ihr das fest und schon sind wir fertig mit unserem Stuhl. Ich habe die Leisten noch abgerundet und zwar auf der breiten Seite, auf der Seite. Und zwar hat es damit zu tun, ihr seht selber, wenn ich das Ganze hier hinschraube, dann ist es hier schön, ja, ein schöner Übergang, das schaut einfach besser aus. Wir müssen das Ganze jetzt nur noch festschrauben. Ich werde da noch ein paar Tropfen Leim drauf machen, werde das Ganze festschrauben und dann schauen wir uns den Stuhl noch einmal an. Probieren wir mal aus. Das ist ja richtig cool. Also passt. Richtig geil geworden. Jetzt wird er geölt und dann ab in den Außeneinsatz zum Probieren. So, zum ersten Mal im Außeneinsatz und ihr seht mal, wie toll flach dieser Stuhl ist. Also mal ganz ehrlich, den kann ich ganz easy hinter die Tür stellen, unter das Sofa legen oder sonst irgendwas. Ich kann ihn echt super einfach verstauen, er nimmt keinen Platz weg. Die Klappfunktion echt mega, aber ich muss dazu sagen, Leute, ihr müsst genau nach Zeichnung arbeiten, ihr müsst genau bohren, gerade bohren und dann funktioniert das auch und die Fläche ist echt super, super eben und wir können ihn als Tisch benutzen, Beistelltisch, Beistelltisch oder halt auch als Hocker, denn er ist auch richtig, richtig stabil und kann auch als Hocker benutzt werden. Gut, aber ich denke mal, ich werde ihn jetzt einfach mal als ich kann das Wort nicht aussprechen,
Beistelltisch benutzen. Ja, ich weiß, übertrieben, ich kann es auch hier abstellen. Nein, ich trinke jetzt mein Bier von meinem Kentucky Stick Table. Ich würde sagen, wir sind am Ende des Videos. Lasst dem Video einen Daumen da, abonniert den Kanal, vergesst die kleine Glocke nicht. Vor allem ballert mal richtig alles unten in die Kommentare rein, wie ihr diesen Tisch oder Hocker einfach findet. Würde mich echt drüber freuen. Ich würde sagen, ein schönes Prost aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus. Und wer jetzt fragt, woher ich so eine geile Lederhose habe, Leute, diese Lederhose ist maßgeschneidert. Das ist ein richtig geiles Gerät, eine Handwerkslederhose. Da gibt es auch ein richtig cooles Video dazu, wie so eine Lederhose produziert wird. Schaut da einfach mal drauf, ich verlinke es euch hier oben oder unten in der Videobeschreibung. So, ich genieße jetzt weiter. Servus miteinander.